Mann oder Frau? Was passiert, wenn die Antwort nicht eindeutig ist? Wie kann man das Geschlecht wechseln? Und wie lebt es sich im neuen Körper? Was ist Transsexualität? Jetzt bei Quarks und Co. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. Mann oder Frau? Für die meisten von uns ist diese Frage mit einer eindeutigen Antwort verbunden. Aber es gibt auch Menschen, da ist das nicht so. Es gibt zum Beispiel Männer, die gefangen sind im Körper einer Frau. Und darum geht es in der heutigen Sendung. Eine Frau, die Hochleistungssportlerin ist, die Medaillen gewinnt, aber dennoch weiß, da stimmt etwas nicht. Wir erzählen Ihnen die Geschichte, wie aus Yvonne Balian wurde. Für Balian Buschbaum waren Schwimmbäder jahrelang ein Tabu. Die Menschen hier tragen Bikini oder Badehose. Aber in dieses Schema von weiblich und männlich passte Buschbaum in seinem ersten Leben nicht hinein. Buschbaum fühlte sich als Mann, hatte aber einen Frauenkörper. Das war sein Dilemma, 27 Jahre lang. Vor der Pubertät gibt es für Yvonne Buschbaum nur die Surferhose. Alle denken, das ist ein Junge. Und Yvonne fühlt sich auch so. Von Anfang an geht Buschbaum wie selbstverständlich auf die Jungentoilette. Als die Pubertät kommt und die Brüste wachsen, beginnt für Yvonne ein anstrengender Leidensweg. Das Leben im falschen Körper wird beinahe unerträglich. Aber es gibt ein lebensrettendes Ventil, den Leistungssport. Für die zweite Silbermedaille sorgte Yvonne Buschbaum aus Stuttgart. Mit neuem deutschen Rekord von 4,65 Meter brachte sie die Weltrekordhalterin in arge Bedrängnis. Nee, ich denke, wenn man es richtig beherrscht, wenn man einfach sich gut fühlt, ja, wenn es einem Spaß macht, dann ist es einfach irre. Dann macht es so viel Spaß, dass man gar nicht mehr aufhören will. Die Stabhochspringerin Anna Badtke freundet sich mit Buschbaum an. Zu der Zeit ist Buschbaums Vorname noch Yvonne. Der Name hat definitiv nicht gepasst. Es hat auch nicht gepasst, dass er da in so einem Trikot rumgesprungen ist oder so. Da hätte ich ihn eher in so einer Shorts oder so gesehen. Es haben viele Dinge nicht gepasst. Die Stimme, obwohl die Stimme zum Beispiel, die hat auch nicht gepasst. Die hat nicht gepasst, das würde ich so sagen, ja. Ja, da hätte man irgendwie was viel Tieferes irgendwie vermutet, wenn man ihn so gesehen hat. Mit extrem hartem Training gelingt es Yvonne, die letzten Spuren des weiblichen Körpers zu verbannen. Yvonne trägt sehr kurze Haare und Männerkleidung, mag schnelle Autos und hat Liebesbeziehungen mit heterosexuellen Frauen. Das rauschhafte, erfolgreiche Leben im Profisport endet abrupt. Bei der Deutschen Meisterschaft 2004 reißt Yvonnes Achillessehne. Kein Training mehr, kein Wettkampf, kein Ventil mehr für Wut und Traurigkeit. Stattdessen viel Zeit zum Nachdenken. Und irgendwann die Gewissheit, es muss sich etwas ändern. Bestimmte Verhaltensweisen hat man vielleicht als Außenstehender auch nicht so richtig verstanden. Zum Beispiel, was ich eben schon gesagt habe, mit diesem krassen Training, dass man gesehen hat, hey, die Achillessehne, die ist schon zumindest gestört, wenn nicht schon kaputt. Und er trainiert immer noch drauf und weiter und weiter. Und obwohl alle sagen, hey, mach mal langsamer und so, hat er nicht drauf gehört und so. Also es gab ja schon so Verhaltensweisen, die hat man nicht so kapiert irgendwie. Und dann kam halt irgendwie diese Entscheidung, ich operiere mich um und damit war eigentlich irgendwie alles klar. Heute ist Balian Buschbaum kein aktiver Leistungssportler mehr, sondern Trainer von Anna Badtke und anderen Spitzensportlern. Sein neues Leben hat begonnen. Mit einem neuen Job und einem neuen Körper. Herzlich willkommen, Balian Buschbaum. Interessant war, wir haben uns gerade den Film angeschaut, die Stelle,
wo Sie als Yvonne sich gerade über den Sieg freuen. Die Stimme ist ganz hoch und Sie haben gelacht. Ist das eigentlich sozusagen, sind das noch Sie oder ist das eine Vergangenheit, mit der Sie nichts mehr zu tun haben wollen? Also ich würde einfach sagen, so wenn ich jetzt Bilder aus der Vergangenheit sehe, spüre ich eindeutig, natürlich, das war ich, also das waren irgendwo meine Charakterzüge, das war mein Wesen, aber es war nicht die Stimme, die zu mir gepasst hat. Und ich würde jetzt einfach sagen, das war vor meiner richtigen Pubertät. Also ich war noch nicht wirklich in meiner Pubertät drin. Auf der anderen Seite ist es so, als Frau haben Sie diese sportlichen Siege mit nach Hause gebracht, Medaillen bekommen. Und haben Sie manchmal den Eindruck, das war ein bisschen Verrat? Also eigentlich stand da ein Mann auf dem Podest einer Frau? Also das würde ich nicht sagen, dass es Verrat war. Es war eher körperlich waren das ja schon die Geschlechtsmerkmale einer Frau hatte ich ja schon. Das ist was, da komme ich nicht drum herum. Da kann ich mich auch nicht selbst belügen. Will ich auch gar nicht. Wichtig war es nur für mich irgendwann, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, das bin ich nicht. Also ich starte quasi für die falsche Mannschaft, im falschen Trikot. Das hat nie zusammengepasst und das hat mich, glaube ich, auch in diese Bredouille gebracht, dass ich gemerkt habe, dieser psychische Stress in mir, dieser Druck, immer verkannt zu werden, nicht der sein zu können, der ich eigentlich bin, das war irgendwann zu viel und ich musste die Wahrheit sagen. Gehen wir noch mal zurück. Sozusagen der kleine Junge, der aber aussieht wie ein Mädchen, bekommt Spielzeug, bekommt zu Weihnachten ein Geschenk. Waren das immer die falschen Geschenke? Gar nicht. Und da würde ich auch sagen, da hatte ich wirklich sehr, sehr viel Glück in meiner Entwicklung, weil einfach mich mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie, vor allem meine Oma, sie haben mich einfach immer so genommen, wie ich war. Und auch, sie haben mich nie, würde ich jetzt einfach mal sagen, als Mädchen angesehen. Ja, ich habe einfach das ganz Klassische durchgezogen. Ich war mit meinen Fußballjungs unterwegs, habe dann dementsprechend dann auch zu Weihnachten habe ich dann BMX bekommen oder eine Stereoanlage oder irgendwas Technisches, was einfach mir gefallen hat. Und meine Eltern haben mich einfach immer unterstützt, in dem zu sein, was ich bin. Also sie haben mich nie in eine typische Geschlechterrolle gesteckt, weil sie gemerkt haben, das tut mir gut. Ich entwickle mich gut. Ich bin ein fröhliches Kind und meine Kindheit war absolut traumhaft. Also sie war sehr schön. Bei den Eltern ist das noch schön und gut, aber irgendwann kommt ein Umfeld, ich sag mal Damenklo, Herrenklo. Wie war denn die Entscheidung? Also ich habe schon als Kind gemerkt, da war ich schon ungefähr 5, wusste ich ganz genau, ich gehöre nicht auf die Frauentoilette und bin dementsprechend da auch nicht reingegangen. Also für mich war es ganz was Natürliches, dass ich als kleiner Stöpke in die Herrentoilette gehe und da mein Geschäft, sage ich mal, verrichte. Traurig war es natürlich, dass ich irgendwo nicht im Stehen pinkeln konnte, was ich mir wünschte, weil ich gewusst habe, das gehört irgendwo zu mir, das fehlt mir. Aber das habe ich auch dann irgendwie kompensiert. Aber gab es nicht irgendwann einen Konflikt, dass irgendwelche Männer sagen, ey, Frau, raus hier, das ist unsere Domäne? Gar nicht, weil ich eigentlich immer als Mann durchgegangen bin. Also egal, wo ich mich befunden habe, ob als kleiner Stöpke, die Nachbarn haben 13 Jahre geglaubt, dass ich der Sohn bin und nicht die Tochter. Also das war optisch einfach auch ganz klassisch bei mir. Kurze Haare, immer männliche Kleidung. In der Pubertät war es ähnlich. Also wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen war, unterwegs war, im Restaurant war oder im Kino war, wir sind nicht aufgefallen. Also wir waren ein ganz normales Paar. Es war natürlich immer was anderes, wenn ich dann gesprochen habe, weil die Stimme nicht zu mir passte. Aber Freundin, also ganz konkret, wenn eine Freundin da ist und Freundinnen tratschen und sagen, ach, mit wem gehst du? Ja. Ich gehe mit Yvonne. Kam da schnell der Verdacht auf, ach, bist du lesbisch? Oder? Ja, das denken viele, aber es ist, sage ich mal, vom Verstand her würde ich jetzt behaupten, es ist schwierig zu begreifen, man muss das fühlen. Und ich glaube, jeder Mensch, der meinen Werdegang einfach erlebt hat, der mich gesehen hat als Mensch, der hat genau gemerkt, dieser Mensch ist keine Frau, dieser Mensch gehört eher in die männliche Fraktion hinein. Und so war es bei meinen Freundinnen einfach auch. Also sie haben mich zum Beispiel auch nie bei meinem Vornamen genannt, sondern immer irgendwas, sage ich mal, mit meinem Nachnamen gemacht. Ja, mit Buschbäumchen oder Bäumchen oder es war immer etwas sehr Abstraktes. Aber dennoch, was passierte an dem Tag, wo Sie als Junge im Kopf merken, ey, da kommen Brüste, ja? Also da läuft irgendwas in eine ganz andere Richtung. Ja. Wird man da wütend? Absolut. Also das war ein ziemlich großer Abgrund, würde ich einfach sagen, den ich dann bemerkt habe in mir. Weil letztendlich ist es ja so, die Seele will dem Körper folgen, der Körper will der Seele folgen. Und das war bei mir ein riesengroßer Abgrund. Ja? Was man sich ja
so normalerweise vorstellt, das ist doch eine eindeutige Antwort. Also es gibt Männer, es gibt Frauen. Ja. Aber interessanterweise, wenn man wirklich mal in der Biologie nachschaut, merkt man, es gibt auch so etwas dazwischen. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Das ist die erste Frage, die den Eltern nach Geburt eines Kindes gestellt wird, und meistens ist sie leicht zu beantworten. Bei der Befruchtung wird das Geschlecht normalerweise eindeutig festgelegt. Aber schon geringe Abweichungen in der Erbinformation lassen die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschwimmen. Ein Mädchen. Bis zur Pubertät verläuft seine Entwicklung völlig unauffällig. Aber dann stellen sich weder Menstruation noch Brustwachstum ein. Bei einer gynäkologischen Untersuchung fällt auf, dass zwar eine Gebärmutter, aber keine Eierstöcke vorhanden sind. Eine weitere Untersuchung findet neben dem X ein Y-Chromosom. Das Mädchen ist ein genetischer Junge. Die Ursache für das widersprüchliche Erscheinungsbild ist eine kleine Mutation auf dem Y-Chromosom. Und zwar auf dem sogenannten SRY-Gen. Hier ist der Bauplan für die Produktion eines entscheidenden Eiweißmoleküls gespeichert. Wenn dieser Bauplan korrekt abgelesen wird, funktioniert das Eiweißmolekül und kann die Entwicklung der männlichen Geschlechtsorgane steuern. Ist das SRY-Gen aber defekt, wird ein fehlerhafter Bauplan abgelesen. Das entstehende Eiweißmolekül funktioniert nicht. Es werden keine männlichen Geschlechtsorgane gebildet. Seltener sind Syndrome, in denen Merkmale beider Geschlechter sichtbar nebeneinander auftreten. Die möglichen Ursachen dafür sind vielfältig. Der häufigste Fall: zu einem männlichen Chromosomensatz kommt ein weiteres X-Chromosom hinzu. Dadurch wird der Körper insgesamt weiblicher. In der Pubertät kommt es sogar zu Brustwachstum. Auch ein eindeutig weiblicher Chromosomensatz kann zu einem eher männlichen Erscheinungsbild führen. In diesem Fall sind nicht die Geschlechtschromosomen verantwortlich, sondern das Chromosom Nummer 6. Liegt hier eine schwere Mutation vor, produziert die Nebenniere zu viele männliche Hormone. Es entwickeln sich weibliche Geschlechtsorgane, aber mit männlichen Tendenzen, wie einer stark vergrößerten Klitoris. Werden Kinder mit Merkmalen beider Geschlechter geboren, finden noch heute unmittelbar nach der Geburt Operationen an ihnen statt. Die Mediziner richten sich dabei allein nach dem ersten Augenschein und liegen daher häufig falsch. Die operierten Kinder leiden ihr ganzes Leben unter dieser Fehlentscheidung. Balian, in Ihrem Fall, Sie haben Hochleistungssport betrieben, da gab es eine ganz eindeutige Antwort. Also Sie waren genetisch gesehen eine Frau, also XX. Also ganz klar habe ich diese Karyotypbestimmung, das heißt so, machen lassen, weil ich natürlich auch wissen wollte, was ist denn mit mir? Sind vielleicht irgendwo Hoden in mir oder ist meine Chromosomenabteilung irgendwie durcheinandergewürfelt worden im Alphabet? Es war ganz klar XX, was irgendwo meine Erfolge berechtigt. Auf der anderen Seite war ich natürlich auch irgendwo traurig, weil ich gedacht habe, irgendwo kann ich mir das dann erklären. Aber habe mir dann auch gleichzeitig irgendwo die Frage gestellt, ist das denn wichtig? Also ist das denn so wichtig zu wissen, was für Buchstaben? Also ich bin ja nicht das X und ich bin nicht das Y und ich bin ja auch nicht das X und das Doppel-X. Das bin ich alles nicht, sondern ich weiß ganz genau, wer ich bin und was ich bin. Da ist es mir nicht so wichtig, was die Gesellschaft sagt. Das ist meine Kategorisierung, so teile ich Geschlechter ein. Ich glaube, das ist so einfach. Also die Gesellschaft tut das, im Ausweis steht drin, weiblich, genetisch gesehen, ja, im Sport wichtig, XX. Und dennoch sagen Sie, mit mir stimmt etwas nicht. Damit muss man eigentlich zurande kommen. Das war Stress für Sie. Also man muss sich das natürlich so vorstellen, dass ich konnte ja gar nicht anders, weil mein Gehirn, ja, es war ja nicht irgendwie... Ich habe einen Aufsatz geschrieben, habe gedacht, Mensch, heute mache ich mal was anderes. Ich will mal lustig sein oder keine Ahnung. Es war ja keine Spaßidee, sondern mein Gehirn hat mir das mein Leben lang vorgegeben, was ich bin. Ja, also mein Gehirn hat schon im Alter von 5 Jahren gesagt, Mensch, die Kindergärtnerin, die ist aber süß.
Und die wollte ich aber nicht als Frau lieben, sondern ich wollte als Mann wahrgenommen werden. Und ich glaube auch, wenn ich diesen Weg gegangen wäre, als Frau Frauen zu lieben, es wäre ja viel einfacher für mich gewesen. Das muss doch eine tolle Zeit gewesen sein. Also in die Umkleide, ja, getarnt als Frau. Das sagen viele Männer, ja, aber das ist, ich war da eher Gentleman, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich hätte mich geschämt, irgendwo einer Frau etwas wegzugucken mit den Augen eines Mannes. Also ich war irgendwo ganz selten in Umkleiden, wenn Frauen wirklich dann auch präsent waren, sondern ich habe dann immer meine eigenen Zeiten gewählt oder bin schnell rein und ganz schnell wieder raus mit geschlossenen Augen. Also da musste ich mich sehr zurückhalten. Aber es gab jetzt irgendwann die Phase, wo Sie gesagt haben, so, jetzt muss ich etwas ändern. Und es war auch, glaube ich, der Faktor, dass Sie irgendwann diese Möglichkeit überhaupt sahen. Ja, also die Information darüber, dass das geht, dass es für mein Problem eine Lösung gibt, die war ganz wichtig. Ja, dass es auch, sage ich mal, eine ästhetische Lösung ist, dass es eine funktionale Lösung ist, das war wichtig. Da habe ich mir die Informationen eingeholt und bin dann auch diesen Weg gegangen, zu den Ärzten hin, habe mich informiert. Und das war für mich alles sehr, sehr positiv, was ich da wahrgenommen habe. Und eine Etappe auf diesem Weg war die Hormonbehandlung. Und ich finde das, wenn man sich das mal genauer anschaut, atemberaubend, wie nur durch Hormone in gewisser Weise ein Mann zu einer Frau bzw. eine Frau zu einem Mann werden kann. Eine biologische Frau, die zum Mann werden will, bekommt einen männlichen Hormonmix. Ein weiblicher Hormonmix soll einen biologischen Mann weiblich machen. Die Sexualhormone zeigen ihre Wirkung schon nach wenigen Wochen. Das Testosteron lässt den Bart sprießen und die allgemeine Körperbehaarung nimmt zu. Bei der Transfrau dagegen gehen die Körperhaare durch die Hormonbehandlung zurück. Nur der Bart muss weiterhin rasiert oder epiliert werden. Auch gegen die tiefe männliche Stimme können die weiblichen Hormone nichts ausrichten. Hier hilft nur eine Stimmband-OP oder intensives Sprechtraining. Ganz anders beim Testosteron. Schon nach einigen Wochen wird die Stimme dunkler. Dieser Effekt ist unumkehrbar. Die weiblichen Hormone wirken auch auf die Fettverteilung. Sie bilden die typisch weiblichen Rundungen. Bis zur Grenze, die ihnen der männliche Knochenbau setzt. Das Testosteron verändert die Haut. Sie wird gröber, es kann Akne entstehen. Von der genetischen Veranlagung hängt ab, ob es auch zur typisch männlichen Glatzenbildung kommt. Gleichzeitig mehrt sich die Muskelmasse, denn Testosteron macht auch stark. Während die Hormonbehandlung zur Frau schwächt. Die Muskeln schwinden, die Kraft lässt nach. Die Haut wird weicher und empfindlicher. Die weibliche Hormonbehandlung kann die Libido senken. Während das Testosteron häufig den gegenteiligen Effekt hat. Die Hormonbehandlung verhindert auch die Regelblutung. Außerdem werden die Genitalien durch das Testosteron größer. Den gegenteiligen Effekt hat das Östrogen. Die Hoden schrumpfen schon nach einigen Wochen. Die weiblichen Hormone sorgen jetzt dafür, dass Brüste entstehen. Nach einigen Monaten schließlich wird auch die Spermienproduktion eingestellt. Schon unglaublich, ja? Wie wir abhängig sind von diesen Hormonen, wie die im Grunde genommen unseren Körper, natürlich auch in gewisser Weise unser Verhalten prägen. Wie war das bei Ihnen? Sie bekamen Testosteron, Sie bekommen immer noch Testosteron? Ja. Sie hatten bis dahin keinen Bart. Jetzt sehe ich so einen schicken 3-Tage-Bart. Ja. Wann fing das an? Also zu Beginn ist es ganz klar, dass man den Körper darauf vorbereiten muss. Das heißt, man bekommt einfach eine Testosteronspritze, die verteilt zu Beginn wirklich alle 3 Wochen erstmal stattfindet, in einer kleinen, geringen Dosis. Dann ist je nach Körper sehr, sehr unterschiedlich. Also bei mir hat es sehr früh angefangen, dass der Stimmbruch wirklich eingesetzt hat. Dementsprechend dann auch der erste Flaum, vermehrte Körperbehaarung, also im Brustbereich, überall, einfach auch der Beinbereich, Unterarmbereich, also alles Mögliche hat wirklich angefangen. Muskeln auch? Ja, zu sprießen. Muskulatur hat sich verändert, also innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr waren es schon so umgerechnet 10 Kilo, die ich dann wirklich an Muskelmasse zugenommen habe.
Das wirkt sich auf den Sport aus, ganz klar. Also das habe ich schon gemerkt, dass sich da wirklich was tut, obwohl ich viel, viel weniger trainiert habe als zuvor. Durften Sie da noch teilnehmen an sportlichen Wettbewerben oder ist das dann Doping? Ich habe zu diesem Zeitpunkt meine Karriere beendet gehabt, weil ich musste Abstand gewinnen, ich musste erst mal zu mir selbst finden. Was man heutzutage aber auch wirklich schon weiß und wieder starten darf, dass das Olympische Komitee einfach gesagt hat, es gibt ein Gesetz, dass transsexuelle Sportler dürfen wieder zurück in ihre Sportart, wenn sie möchten. Sie könnten theoretisch sozusagen wieder bei den Männern anfangen und da auch noch Medaillen gewinnen. Ja, die Voraussetzung ist halt, dass die geschlechtsangleichende Operation stattgefunden hat und dass die Einnahme des eigentlichen Hormons, das einfach gefehlt hatte, dass die 2 Jahre schon erfolgt hat. Weil wenn man zum Beispiel den umgekehrten Weg geht, von Mann zu Frau, dann sagen ja viele, ja, Moment mal, der hat ja noch Testosteron in sich und die Körperfettverteilung hat noch nicht stattgefunden. Dementsprechend muss man das 2 Jahre schon genommen haben, bevor man dann wieder starten darf. War das für Sie ein befreiendes Gefühl, zu merken, ey, jetzt endlich kriege ich den Körper, der eigentlich meinem Geist entspricht? Also das Interessante daran war auch für mich, dass ich gemerkt habe, schon bei der ersten Injektion, das ist der Stoff, der mir all die Jahre gefehlt hat. Weil ich war ja irgendwo auf der Suche. Ja? Ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt einfach mit mir nicht. Aber ich konnte nicht genau differenzieren, was es war. Und als dann auch die Spritze dann letztendlich den Weg zu mir gefunden hat, habe ich gemerkt, das werde ich jetzt mehr und mehr, das bin ich. Dieses Gefühl habe ich all die Jahre vermisst. Reden wir mal von deutscher Bürokratie. Also, da gibt es einen Pass, da stand noch Yvonne Weiblich drin. Ja. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo man sagt, nee, stopp mal, streich das mal durch. Yvonne, also Balian männlich, ja. Aus Yvonne Weiblich wird Balian männlich. Das war ein schwieriger Prozess, also das muss ich zugeben. Und das war auch die schlimmste Zeit, weil ich so das Gefühl hatte, dass die Bürokratie, dass dieser ganze Papierkram, den ich da erledigen musste, er hat mir Lebensenergie genommen und er hat mir ganz viel Lebenszeit genommen. Und in diesem Zeitraum wünschte ich mir wirklich manchmal, ich möchte mein Gehirn auf Eis legen, weil alles nicht zusammenpasst. Weil mal hier ein Urlaub ist und da ein Beamter mal nicht da ist und dann liegt die Akte da mal 8, 10, 12 Wochen rum. Und das war sehr, sehr schwierig für mich. Das heißt, es gab eine Zeit, wo Sie, wenn man so will, offiziell kein Geschlecht hatten, wo Sie weder Frau noch Mann also das waren? hatte ich schon, natürlich. Im Pass war das eingetragen. Okay. Aber letztendlich, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich bin im Stimmbruch gewesen, ich hatte schon Bart, ich bin an die Tankstelle gefahren, hatte zufällig mal kein Bargeld dabei und wollte mit meiner EC-Karte zahlen. Und auf dieser EC-Karte stand natürlich fälschlicherweise noch Yvonne drauf, weil die Behörden einfach sehr, sehr langsam arbeiten. Und dann guckt die Kassierer mich an und stellt mir dann die Frage, Mensch, schick doch mal deine Freundin bitte rein, sie muss das hier machen. Und dann muss man sich erklären. Und das sind, finde ich, Situationen, sie sind schwer. Also die könnte man, würde ich behaupten, einfach besser überbrücken. Es gibt natürlich eine ganz wichtige Sache und das ist, wenn wir von Geschlechtsmerkmalen reden, natürlich der Unterschied zwischen Mann und Frau und die Frage, ja, vollwertiger Mann zu sein, also Penis, Hoden, eine enorme Operation, ein wirklich doch sehr gewaltiger Eingriff, der bei Ihnen gemacht wurde, der auch bei vielen anderen gemacht wurde. Und wir haben uns sehr genau mal angeschaut, wie dieser Ablauf erfolgt. Für viele Transsexuelle ist er ein Erlöser. Paul Daverio kann das körperliche Geschlecht eines Menschen verändern. In einer 9-stündigen Operation. Es ist immer was Besonderes. Jede Operation ist natürlich eine neue Abenteuer. Technisch gesehen ist es alles eingeplant, wie man es schon seit Jahren macht. Aber außerdem gibt es immer wieder kleine Überraschungen. Und da muss man auch vorbereitet sein. Ursprünglich ist er darauf spezialisiert, Nerven und Adern von abgetrennten Fingern wieder zu verbinden. Das erste männliche Glied aus Hautgewebe modelliert er Anfang der 80er Jahre, als ihn sein Professor für eine Frau-zu-Mann-Operation um Hilfe fragt. Die Kritik, er würde Gott ins Handwerk pfuschen, lässt nicht lange auf sich warten. Wenn eigentlich das ein Gotteswerk gewesen wäre, als wir alle Gotteswerke sind, warum hat er diesen kleinen Schalter auch nicht so eingestellt, dass die Identitätsprobleme nicht da sind? Warum sind Identitätsprobleme da? Seinen Lösungsansatz entwickelt Daverio 1986. Mit mehreren Teams, die gleichzeitig arbeiten, kann er die gesamte Geschlechtsanpassung von Frau zu Mann in einer einzigen Operation durchführen. Zuerst werden die primären und sekundären Geschlechtsorgane der Frau herausoperiert.
Anders als bei einer Brustverkleinerung wird hierbei die Brust als Organ komplett entfernt. Danach werden die Eierstöcke, die Gebärmutter und die Vagina entnommen und der Scheideneingang zugenäht. Und dann zügig, ne? Der wichtigste Schritt für die Patienten ist aber meist die Modellierung des Penisersatzes. Daverio gehört zu den ersten, die Haut und Gewebe des Unterarms nutzen, anstatt versteckter Hautpartien. Hier stimmen die Proportionen und die Nerven sind gleichmäßig verteilt. Außerdem kann man diese Nerven in der genitalen Zone sehr gut wieder zusammenkriegen. Und dann hat man eine genitale Sensibilität, eine genitale Empfindlichkeit in dem transplantierten Lappen. Haut- und Unterhautgewebe des Vorderarms werden nach der Skizze herausgeschnitten. Die Blutversorgung bleibt über eine Arterie und Venen bestehen. Der längere Teil des Hautlappens wird mit der Hautseite nach innen um ein Silikonröhrchen gerollt. Es entsteht die Harnröhre. Das Röhrchen dient als Stabilisator. Das restliche Gewebe wird in die andere Richtung gewickelt. Die Haut ist wieder außen. Sie wird an der Spitze und längs vernäht. Der sogenannte Penoid wird vom Unterarm getrennt. Die fehlende Haut durch Haut von der Brust oder aus der Leiste ersetzt. Im Schambereich schließt der Chirurg den neuen Körperteil wieder an. Er näht Arterie und Venen an die Blutbahn in der Leiste und die neue Harnröhre an die Harnröhrenöffnung. Die Nerven des neuen Glieds werden mit Nerven aus dem Schambereich verklebt. Die obere Haut der Klitoris wird entfernt. Ihre empfindlichen Nerven sitzen dann an der Wurzel des neuen Glieds. So bleibt die Orgasmusfähigkeit erhalten. Der Penoid wird an die Leiste angenäht. Um den Hodensack zu präparieren, näht der Chirurg die äußeren Schamlippen zusammen. Wenn sich die neue Harnröhre stabilisiert hat, wird schließlich nach 12 Tagen der Katheter entfernt. Daverios Argumente, alle diese Eingriffe in einer langen und belastenden Operation durchzuführen, der Patient muss nur einmal unters Messer und wird nur einmal narkotisiert. Außerdem: Innerhalb 2 Monate sind alle wieder auf der Arbeit und können spazieren, können machen, was sie wollen. Außerdem können sie nach 12 Tagen können sie schon Wasser lassen im Stehen. Das ist auch sehr wichtig. Ein letzter Wunsch kann allerdings nur durch einen weiteren Eingriff erfüllt werden. Der klassische Geschlechtsverkehr ist erst mit einer Erektionsprothese möglich. Die besteht aus einem Flüssigkeitsreservoir, das hinter der Bauchdecke versteckt wird, und aus einer Pumpe, die in den Hodensack kommt. Mit ihr werden die Schwellkörper aufgepumpt. Ein Silikonimplantat dient schließlich als zweiter Hoden. Diese Operation kann der Chirurg aber frühestens nach einem halben Jahr durchführen, wenn Gefühl in dem neuen Körperteil ist. Auf diese Weise hat Paul Daverio bisher über 550 transsexuellen Frauen zu ihrem männlichen Wunschkörper verholfen. Ich gebe zu, das wirkt so ein bisschen übertechnisch, wenn man sich so einen Beitrag anschaut. Aber wie war das Gefühl nach dieser OP? Also war das jetzt endlich, bin ich soweit, jetzt ist alles komplett? Ich sag mal, die Operation an und für sich war wirklich das letzte i-Tüpfelchen. Ja. Viele in meiner Situation lassen das nicht machen, weil sie Angst vor der Operation haben oder weil sie denken, dass das Ergebnis einfach nicht gut wird. Da muss man sich, wie gesagt, sehr, sehr gut informieren. Als ich aufgewacht bin, waren es erstmal Schmerzen. Da muss ich ganz ehrlich sein, das war auch eine schwierige Zeit dann im Krankenhaus. Aber wenn man die Relation einfach sieht zwischen den paar Tagen im Krankenhaus und dem Rest deines Lebens, dann ist das ein Klacks und dann steht man diese paar Stunden und paar Tage da einfach da drin auch durch. Im Film wurde angesprochen, Pinkeln im Stehen. Also das erste Mal, wo Sie aufs Klo gegangen sind und gesagt haben, so, jetzt im Stehen. Ja, das ist ein Traum. Ja. Also das, was viele Männer als Alltag irgendwo sehen. Mittlerweile sehe ich es auch als Alltag. Das ist einfach so. Ja. Man lässt es dann einfach fließen. Das war was Besonderes. Ja. Das ist einfach was Besonderes, weil man weiß, das war eigentlich irgendwo die ganze Zeit in mir, aber ich konnte nicht. Ja. Es fehlte etwas. Und dieses fehlende Teil, das bin ich jetzt auch. Zumindest einen Moment. Bei uns zu Hause darf ich dann nicht mehr. Nein. Muss man sich setzen, aber das ist ein anderes Thema. Noch einmal, das Zweite ist natürlich Sex. Also tatsächlich jetzt Geschlechtsverkehr zu haben.
ich meine, mal einfach gefragt, hat man dann wieder Gefühl? Ich meine, Sie können das ja schwer vergleichen, aber Ja. ist wirklich alles da? Also das Wichtige ist natürlich auch die Orgasmusfähigkeit. Und das war auch eine ganz große Frage, ein ganz großes Thema bei mir, wo ich dann gedacht habe, also kann ich einen Orgasmus empfinden und kann ich quasi normal mit einer Frau schlafen? Und es ist tatsächlich so. Ja? Man kann es, denke ich, oder ich kann es mit Worten, kann ich es ganz schlecht beschreiben, sondern es ist eine Gefühlssache. Und wenn man einfach genau weiß, so das wünschte ich mir all die Jahre, wenn ich mit meiner Freundin oder mit Freundinnen oder Frauen zusammen war, das wünschte ich mir, aber ich konnte es nicht durchführen, mir fehlte etwas. Und aufgrund der Tatsache, dass es einfach medizinisch heutzutage möglich ist und ästhetisch auch toll aussieht, ist es ist die Erfüllung eines ganz, ganz großen Lebenstraumes. Wie war das erste Mal? Immerhin dann im Alter von, wie alt waren Sie? 28, ja. 28? Ein bisschen spät, finde ich. Ich glaube, es ist ganz gut so gewesen, weil wenn man bedenkt, ich hatte ja schon Erfahrung, also ich hatte ja schon Erfahrung mit Frauen und das wünsche ich irgendwo so ein bisschen jedem Mann, dass er mal die Erfahrung macht, nicht mit seinem Penis eine Frau zu befriedigen. Das ist was ganz Tolles. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, die jeder Mann mal machen sollte. Und dementsprechend, also fürs erste Mal ist 28 natürlich spät, aber ich hatte ja die Erfahrung von den Jahren davor. Dementsprechend war einfach toll. Also mehr muss ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Sind Sie durch das Testosteron mehr macho geworden? Also ist das jetzt so der große Frauenaufreißer? Das würde ich nicht sagen. Nee? Also das Wesen von einem Menschen verändert sich ja nicht wirklich. Ja? Also all die Charakterzüge, die man vorher hatte, die bleiben natürlich erhalten. Also ich werde dadurch jetzt nicht aggressiver oder machohafter oder der Womanizer schlechthin. Ich bin der Mensch, der ich davor auch war. Natürlich passt jetzt, sage ich mal, die äußere Hülle zu der Seele von innen. Genau dieses Passen war ja eine ganz wichtige Station in Ihrem Leben. Es ging letztlich darum, über ein Begutachtungsverfahren überhaupt abzuklären. Darf man das in dem Fall? Und das stellt man sich, glaube ich, sehr viel einfacher vor, als es dann wirklich war. Den meisten kommt es vor wie eine Prüfung. Sie möchten ihr Geschlecht ändern. Aber dazu brauchen sie mehrere ärztliche Gutachten. Die Gutachter sollen ihre Transsexualität diagnostizieren mit Hilfe von Gesprächen. Sie fragen vor allem nach den Krisenmomenten im Leben. Eine typische Krise ist Kommunion, wenn dann plötzlich der Anzug angezogen werden muss und der junge Mann denkt, passt gar nicht zu mir, möchte ein Mädchen sein. Wolfgang Senf ist einer von 2 Gutachtern, die die erste sogenannte Verdachtsdiagnose stellen, unabhängig voneinander. Mit dieser ersten Diagnose wollen die Transsexuellen das erste Ziel auf dem Weg zum neuen Geschlecht erreichen, die Änderung ihres Vornamens. In dem Moment, wo ich die Verdachtsdiagnose stelle, setze ich was in Gang, was am Ende eine schwerwiegende Veränderung eines Körpers hat. Ja, also ich sage mal, rein medizinisch gesehen, verstümmeln Sie etwas. Entschuldigung, ich sage das mal, ich würde das nie so sehen, ja, aber das ist medizinisch so gesehen. Und auch mit der Begutachtung der Vornamensänderung habe ich eine Riesenverantwortung, weil ich ja etwas in Gang setze. Die Operation und die Hormonbehandlung sind das zweite Ziel auf dem Weg zum neuen Geschlecht. Hierfür kommen weitere Gutachter ins Spiel, die von den Krankenkassen beauftragt werden. Sie entscheiden, ob die Kosten für diese medizinischen Maßnahmen übernommen werden. Die Bedingung, der Leidensdruck muss groß genug sein. Auch Wolfgang Senf fragt dieses Thema gleich zu Anfang der Diagnose ab. Dann habe ich eine typische Frage, wie ist es mit der Körperpflege? Sie sind doch konfrontiert noch mit dem männlichen und der weiblichen Körper. Ja? Dann lernt man etwas über dissoziative Begabungen abzuspalten. Ja? Also ich nehme es einfach gar nicht wahr. Man lernt auch über Dinge, Körperteile wegzubinden. Ja? Oder man lernt auch was über den Hass bis hin zu Selbstverstümmelungsversuchen. Ja? Das Begutachtungsverfahren ist sehr bürokratisch und aufwendig. Es dauert oft Jahre. Viele Transsexuelle würden das Verfahren gerne beschleunigen und nicht immer wieder neue Fragen beantworten müssen. Wie war es mit der Einschulung?
Aber die Gutachter müssen gründlich arbeiten. Sie müssen zum Beispiel auch ausschließen, dass der Wunsch nach einem Geschlechtswechsel durch eine psychische Krankheit ausgelöst wurde. Ich war auch involviert in Begutachtungen, wo Menschen, die operiert waren, wieder zurück wollten. Ja, dann haben sie schon ein Problem. Ein Geschlechtswechsel lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Deshalb ist das Begutachtungsverfahren eine große Herausforderung. Für die Transsexuellen und auch für die Gutachter. Baljan, gab es Momente, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich Angst in diesem Verfahren, vielleicht erlauben Sie mir nicht den Schritt, vielleicht muss ich weiterhin Frau bleiben? Also in erster Linie ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wer man ist. Wenn man das weiß, dann kann eigentlich alles andere nicht mehr schiefgehen. Es gab bei mir natürlich auch eine Situation, wo dann ein Bundeswehrarzt, weil ich zum damaligen Zeitpunkt noch bei der Bundeswehr war, ein Bundeswehrarzt mir signalisiert hat, also bis hierhin und nicht weiter, du wirst niemals Testosteron bekommen, weil es erhöht ja die Gefahr des Herzinfarktes. Das war so mein zweites Gespräch mit einem Psychologen, wo ich gedacht habe, okay, also ist ein bisschen merkwürdig, ich informiere mich einfach weiter. Also natürlich ist man nach solchen Gesprächen, ist man dann erstmal traurig und geschockt, weil man gebremst wird in seinem Weg, wo ich doch genau wusste, das ist der richtige Weg. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch durch viele Erfahrungen, es gibt so viele Menschen, die Quatsch erzählen, ja, die falsche Informationen weitervermitteln, weil sie, weiß nicht, vielleicht dagegen sind oder ein persönliches Problem damit haben. Woran liegt das? Ist das ein Stück Eindeutigkeit, was wir alle wollen? Also wir wollen entweder nur Mann oder nur Frau und alles, was dazwischen ist, löst Angst aus? Also ich bin mir sehr sicher, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir einfach dieses Schwarz-Weiß sehen, Mann, Frau, dass wir das ganz klar in Schubladen haben möchten und dass wir noch nicht in der Lage sind, irgendwo so diese dritte Dimension zu sehen, zu sagen, es gibt doch alles. Ja? Also die Welt besteht aus so viel mehr als Mann und Frau. Es gibt so viele Sachen dazwischen. Brauchen wir nur mal in die Tierwelt gucken. Ja? Da ist es ja genauso. Es gibt Fische, die können ihr Geschlecht wechseln. Ja? Das ist bei denen wie bei uns das Abendessen. Bei der Transsexualität finde ich etwas interessant und das ist, dass man auch in den Reihen der Wissenschaft bis heute eigentlich nicht genau versteht, was die Faktoren sind, die dazu führen. Entscheidet sich bereits im Mutterleib, zu welchem Geschlecht sich ein Mensch zugehörig fühlt? Ob ein Mädchen lieber ein Junge wäre? Manche Experten glauben, dass in der ganz frühen Phase der Gehirnentwicklung bereits Weichen gestellt werden. Männliche Hormone könnten die Gehirnentwicklung in eine eher männliche Richtung lenken. Ein solcher Embryo würde sich zu einem ganz normalen Mädchen entwickeln. Äußerlich wäre dem Baby nichts anzumerken. Das Mädchen würde zu einer gesunden jungen Frau heranwachsen, mit einem männlichen Gehirn. Das würde erklären, warum eine solche Frau sich selbst als Mann sieht. Vieles spricht für die Hormontheorie. Dafür sprechen auch Verhaltensbeobachtungen. Mädchen, die sich wie Jungs verhalten, waren im Mutterleib oft einer erhöhten Konzentration männlicher Hormone ausgesetzt. Fast alle Frau-zu-Mann-Transsexuelle wie Baljan Buschbaum haben schon als Kind wie ein Junge gelebt. Noch etwas spricht für die Hormontheorie. Eine erhöhte Konzentration von männlichen Sexualhormonen im Mutterleib begünstigt die Entstehung einer Krankheit an den Eierstöcken. Beim polyzystischen Ovarialsyndrom haben sich in den Eierstöcken viele Zysten gebildet. Etwa die Hälfte aller Frau-zu-Mann-Transsexuellen leidet unter dieser Erkrankung. Bei anderen Frauen kommt sie nur in 5% der Fälle vor. Außerdem haben Frauen mit dem Syndrom eine erhöhte Konzentration von Testosteron im Blut. Das könnte zusätzlich dazu beitragen, dass einige von ihnen sich wie Männer fühlen. Aber es gibt viele Frauen mit erhöhten Hormonwerten, die nicht transsexuell sind. Hormone müssen nicht zwingend zu Transsexualität führen. Sie erklären aber viele der Symptome. Eine zu hohe Konzentration männlicher Hormone könnte beispielsweise die eher männlichen Körperproportionen von Frau-zu-Mann-Transsexuellen erklären. Schon vor jeder Hormonbehandlung sind ihre Schultern breiter, ihre Taille nicht so schlank und ihre Hüften schmaler als bei den meisten anderen Frauen. Der Einfluss von männlichen Hormonen im Mutterleib kann viele Symptome erklären, die Baljan Buschbaum im Laufe seiner Entwicklung durchleben musste. Vielleicht hat auch in seinem weiblichen Körper immer schon ein männliches Gehirn gesteckt.
Aber es müssen noch andere Faktoren hinzukommen, damit eine Frau als Mann lebt. Die Umwelt trägt vermutlich ebenfalls zur Entstehung der Frau-zu-Mann-Transsexualität bei. Das jungenhafte Verhalten des Mädchens wird von der Mutter gefördert. Häufig haben sich Mütter von transsexuellen Frauen eigentlich einen Jungen gewünscht. Außerdem fehlt in der Jugend von Frau-zu-Mann-Transsexuellen oft der Vater. Er wird vom Kind idealisiert. Es will sein wie der nicht vorhandene Vater und verhält sich vielleicht gerade deswegen typisch männlich. Die eindeutigsten Befunde liefert den Forschern aber bisher das Gehirn. Es ist das Organ, das manche Frauen wie Männer fühlen lässt. Ganze Netzwerke von Hirnzellen zeigen bei solchen Frauen dieselben Aktivierungsmuster wie sonst nur bei Männern. Warum das so ist, bleibt allerdings noch unklar. Haben männliche Hormone schon in der frühen Hirnentwicklung das Verhalten oder sogar die Verschaltung von Nervenzellen verändert, sie vermännlicht? Noch hat die Wissenschaft mehr Fragen als Antworten zur Entstehung von Transsexualität. Ihre Familie war ja sehr tolerant, hat Sie so genommen, wie Sie waren. Aber gab es auch Momente, wo Sie erlebt haben, da will einer mich unbedingt zu einer Frau machen, obwohl ich das gar nicht bin? Gar nicht, nein, hatte ich nicht. Also es war sehr, sehr frei. Also Sie hätten im Grunde genommen ja auch sagen können, okay, es ist so, ich lasse alles beim Alten. Mit Sicherheit. Also viele haben mir auch die Frage gestellt, Mensch, warum bist du denn diesen schwierigen Weg gegangen? Ich gesagt, Leute, ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterleben wollte, wo ich wusste, diesen Körper muss ich verändern, weil es nicht mein Körper ist. Es war für mich was ganz Logisches und auch die Freunde, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, sie haben gesagt, das ist eine logische Konsequenz aus seinem Werdegang. Was können Menschen, die sozusagen nicht damit konfrontiert sind, Stichwort Transsexualität, was können die aus ihrer Geschichte lernen? Haben Sie eine Botschaft für die? Also alles, was mich so in den letzten 2,5 Jahren erreicht hat, nachdem ich diesen Schritt angekündigt habe, war absolut positiv. Weil jeder Mensch, ob es jetzt das Buch war oder irgendeine Reportage im Fernsehen, sie haben gemerkt, sie können etwas für sich mitnehmen. Es ist nämlich der Weg zu sich selber. Und ich behaupte einfach, dass jeder Mensch, bevor er was wird, ob er jetzt Moderator wird oder Bankangestellter, er sollte erstmal sich Zeit für sich nehmen und sich die Frage stellen, bin ich glücklich? Weiß ich, wer ich bin? Ja, was macht mich glücklich? Und wenn man diese Fragen, auf all diese Fragen eine Antwort hat, dann ist das was man einem Menschen und einer Seele vor allem nie wieder nehmen kann. Und dann behaupte ich einfach, wenn man das gefunden hat, dann wird man in dem, was man tut, in seinem Beruf, in seinem Familienleben, als Ehemann oder Partnerin, man wird dann erfolgreich und man wird glücklich. Also es geht nicht nur um die äußeren Faktoren, es geht darum, das muss passen, das Innen und das Außen. Ja. Das ist eine tolle Botschaft, die Sie uns mitgeben. Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Hiersein. Das war's und wie immer bei Quarks & Co. Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.